Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute geht es um Datenlogger. Ich glaube, zuerst muss ich Ihnen mal erklären, was steckt hinter diesem Begriff. Daten, was ist das? Ja, das ist zum Beispiel das Datum am Kalender an der Wand. Das ist zum Beispiel das, was die Armbanduhr anzeigt, nämlich die Uhrzeit. Das ist natürlich auch ein Datum. Dann die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit, die man mit solchen Geräten misst. Also es ist trockene Luft hier bei uns im Studio. Und noch viel, viel mehr Größen, Lautstärke, Helligkeit, Druck, Beschleunigung, Erschütterung, Stöße und sowas fällt alles da rein. Und diese Daten, die wir Menschen einfach mit unseren Sinnen empfinden, wo wir gar keine großen Messgeräte dafür brauchen, die sind aber wichtig, wenn keiner dabei ist. Wenn wir überwachen müssen auf dem Transportweg, ist die Kühlkette für die Ware, die in meinen Supermarkt kommt, irgendwo unterbrochen worden. Da kann ja keiner immer da drin sitzen. Ist das Fernsehgerät, was irgendwo aus dem Fernen Osten kommt, einer starken Erschütterung ausgesetzt, dass es vielleicht kaputt gegangen sein könnte? Stellen Sie sich vor, Sie packen das zu Hause aus und es funktioniert nicht mehr. Und für viele andere, noch viel wichtigere Dinge kann man diese Datenlogger brauchen. Ein Datenlogger, der zeichnet also Daten auf. Welche Daten? Nun, das können Sie fast frei konfigurieren. Einige Sachen habe ich Ihnen schon genannt. Und das muss man dann bei der Bestellung angeben. Das kann man gar nicht alles sagen. Da gehört dann auch der Luftdruck dazu und ähnliche Sachen. Schauen Sie sich mal an, was ich Ihnen mitgebracht habe. Das hier ist der kleinste, den ich überhaupt gefunden habe. Ich habe das Internet abgegrast. Das ist der MSR 145, eingegossen in einen Silikonschlauch, wasserdicht. Den kann man also in eine Flasche stecken. Da können Sie zum Beispiel kontrollieren, wenn Sie Ihre Getränke transportieren, wie viel Erschütterung ist da drauf oder so etwas. Da sieht man die Platine, einen einzelnen Taster und einen Drucksensor zum Beispiel. Und auf der Rückseite sieht man den Akku. Das ist jetzt ein 260 mAh Akku. Das ist ganz wichtig mit die Sache mit dem Akku, denn dieser Datenlogger soll ja nicht nur eine Stunde oder einen Tag laufen, der soll ja viel, viel länger laufen. Der gleiche nochmal in einem anderen Gehäuse, etwas stabiler, für andere Anwendungszwecke. Und dann gehen wir aber schon in den Bereich, der wirklich in einem massiven Metallgehäuse ist. Schauen Sie sich diesen hier an. So, der ist also mit einem Anschluss versehen für externe Sensoren. Und auf dieser Seite ist der Anschluss für den Computer. Da kann ich an den USB-Eingang meines Computers gehen mit dem mitgelieferten Kabel und habe hier drin zum Beispiel auch noch eine Speicherkarte. Bis 4 GB kann ich hier hineinstecken. Damit kann ich sage und schreibe 1 Milliarde Datensätze speichern. Denn auf dieser kleinen Karte ist schon irre. Und je nach Art und Akku, der da drin ist, können die je auch nach Datendichte, wie oft sie sich eben einschalten, bis zu 1 Jahr Daten aufzeichnen. Und ganz allein einfach irgendwo, um dann später ausgelesen zu werden. Hier die nächste Version, das ist der 160er. Dann haben wir hier das Endprodukt, das größte, das ist der MSR 255. Wenn ich den einschalte, der hat also ein Display und darauf können Sie also sehen, da wird die Beschleunigung in 3 Achsen dargestellt, gemessen. Aber nicht nur das, auch der kann natürlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter und so weiter. Und zum Schluss, bevor wir in den Praxistest gehen, möchte ich Ihnen mal zeigen, ich habe hier einen MSR 165 und wenn wir auf den Bildschirm schauen, da ändert sich gerade die Skalierung und da können Sie etwas erkennen, nämlich da sind jetzt plötzlich Kurven auf der rechten Seite drauf, nur weil ich das Gerät angehoben habe. Der hat einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor drin und jetzt werden die Kurven wieder relativ ruhig, nur mal ein altersgemäßes Zittern, das sehen wir da. Aber wenn ich jetzt anfange hier zu wackeln, in der einen Richtung oder zu drehen oder zu schütteln oder sowas, da sehen Sie, da tut sich also mörderisch etwas. Eine Sache noch, wenn Sie meinen, die Aufzeichnung sei so langsam wie auf dem Bildschirm, das ist nur in diesem Monitormodus, um zu sehen, was der macht. In Wirklichkeit kann der bis zu 1600 Messungen pro Sekunde und der MSR 255 hier zum Beispiel bis zu 3200 pro Sekunde. Aber ich wollte wissen, wie verhalten sich diese Geräte in der Praxis und deswegen haben wir die an einen Multicopter angebunden, mit einer Kamera versehen und sind rausgegangen und haben die fliegen lassen und diese Daten aufgezeichnet. Ab geht's in den Himmel, naja, im Moment noch nicht so ganz hoch. Erstmal muss der Multicopter sich stabilisieren. Da sehen wir den MSR 165.
der jetzt schon Daten aufnimmt, der ist gestartet. Und jetzt wird er auch die Flugbewegungen aufzeichnen, jetzt nach oben. Und da können wir erkennen, die rote Kurve geht nach unten, das ist die Temperatur, und die andere Kurve, der Luftdruck. Hier sehen wir wiederum Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, die sich natürlich ändert. Und jetzt können wir erkennen, wie sich die Lagesensoren, das heißt also die Beschleunigungssensoren in den 3 Achsen auswirken. Und wenn wir jetzt mal runterkommen, etwas tiefer, und dann wollen wir mal ein paar Flugbewegungen machen, die man normal nicht macht, aber zum Test ganz gut. Da sehen Sie wieder die Beschleunigungssensoren. Und wenn wir solche wilden Flugmanöver durchführen, die man eigentlich nur mit so einem Multicopter durchführen kann, quasi auf der Stelle tanzen, dann kann man genau sehen, was aufgezeichnet wird. Und runter. So, den Datenlogger, den haben wir jetzt wieder von dem Kopter herunter montiert. Hier liegt er und ich habe ihn schon angeschlossen per USB an meinen Computer. Es wird eine Software mitgeliefert und mit dieser Software kann ich diese Daten jetzt auslesen. Schauen wir da erstmal hier in das Programm hinein. Das ist die Programmoberfläche und da habe ich verschiedene Dinge drauf. Gehen wir erstmal hier auf Setup, das ist ja das Wichtigste. Es ist auch ein Hilfsprogramm dabei, welches guckt auf welchen virtuellen COM-Port der jetzt angemeldet ist. Das ist also ganz einfach. So, und jetzt bekommen wir gesagt, den Typ da oben, MSR 165, da habe ich Ihnen eben schon verraten, da steht sogar der COM-Port drin. Und jetzt ist wichtig für mich, was wir im Moment für Messwerte haben. Schauen Sie da, der Luftdruck wird hier mit 990,1 Millibar angegeben. Die Temperatur am Luftdrucksensor 25,6 Grad Celsius. Dann haben wir die 3 Richtungen Beschleunigung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, warum sind da Werte drauf? Ja, das ist ganz einfach. Dieses Teil ist so irre empfindlich. Mein Tisch steht schief. Ich muss mich beschweren. Und zwar, schauen Sie sich das mal an. Wir haben da in X-Richtung 0,004 G Erdbeschleunigung. Wenn ich mal jetzt das Ding hier ein bisschen anhebe und ein bisschen schief halte und lese die Daten neu ein, dann werden Sie gleich erkennen, da haben wir 0,148 G. Also das Ding kann man als hochpräzise Wasserwaage benutzen, aber dafür ist es viel zu schade. Hier unten diese 0,937 G, das entspricht der Erdbeschleunigung, die wir hier in Wolken haben. Und dann haben wir die relative Luftfeuchtigkeit 34,5%. Und die Temperatur am Luftfeuchtigkeitssensor muss man haben, damit man die ausrechnen kann, kompensieren kann. Und die absolute Temperatur des Sensors 25,6 Grad Celsius. Erstmal so zu den Daten. Dann gucken wir mal hier weiter, was wir hier an Sensoren und so weiter haben. Achso, da möchte ich Ihnen mal was zeigen. Einmal sehen Sie mal hier, die X, Y und Z stehen auf 1600 Hertz, also 1600 Abfragen pro Sekunde. So haben wir es ja aufgezeichnet. Aber ich möchte Ihnen mal zeigen, was wir hier noch haben. Ich kann Limite aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der muss ja nicht immer aufzeichnen. Wenn der ein Jahr lang in irgendeinem Container mitschwimmt, dann ist es nur wichtig, wenn etwas passiert, aufzuzeichnen. Und dann gehe ich einfach hier in den Bereich Limite hinein und kann jetzt hier sagen, bei welcher Geschichte soll er anfangen aufzuzeichnen. Ich kann also hier einstellen, welcher Sensor Auslöser sein soll und ab welchem Sensorwert. Und da ist noch etwas dabei. Der nimmt nicht nur dann auf, wenn Sie zum Beispiel bei 1,45 G auslösen wollen, ab dem Punkt, sondern der hat auch noch 32 Messwerte vorher, die er in dem Fall aus dem Ringspeicher herausnimmt, mitspeichert. Und wenn das Ereignis zu Ende ist, nochmal 100 Messwerte danach. Sie haben also immer ein komplettes Ereignis und können quasi in die Vergangenheit gucken. So, es ist alles sehr komplex. Sie können im Grunde genommen alles machen, alles einstellen, was auch immer Sie wollen. Ringspeicher hatte ich eben schon mal hier gesagt. Das ist, dass er sich immer wieder selbst überschreibt, wenn es für Sie nur wichtig ist, einen bestimmten Zeitraum rückwirkend aufzuzeichnen, für den Fall, dass etwas passiert. Und dann haben wir noch verschiedene andere Geschichten. Wir können zum Beispiel, was ganz wichtig ist, sagen, er soll sofort starten oder wir können sagen, er soll starten zu Uhrzeitdatum. Und wir können auch sagen, ich möchte den Start mittels eines Tasters, der da ist, da kann man mit dem Kugelschreiber dann da reindrücken, auslösen. Also alle Möglichkeiten. Und was man damit alles machen kann, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Einige Beispiele habe ich Ihnen genannt, aber was ich da gehört habe, dass man diese Sachen sogar
Kühen umhängt, beziehungsweise zum Überwachen des Kaufvorganges, damit man weiß, wann sie essen und wie sie sich bewegen und wann sie schlafen und sowas, dass man das nimmt, um es denen das Leben schöner machen zu können und viele, viele andere Dinge. Also ein Universalgerät, was eigentlich in unserer Welt heute ganz, ganz wichtig ist, dass wir vernünftige Produkte haben, dass wir Nahrungsmittel haben, die von Anfang bis Ende überwacht sind, dass wir Geräte kaufen, von denen wir wissen, dass sie zwischendurch im Transport nicht beschädigt sind, und Ideen, auf die komme ich überhaupt nicht, aber Datenlogger. Ein unglaublich interessantes Thema. Schauen Sie mal im Internet nach diesen MSR-Geräten. Da finden Sie noch Informationen, die ich hier gar nicht hineinpacken kann. Ich wünsche Ihnen beim Suchen im Internet genauso viel Spaß, wie ich beim Einarbeiten in diese Thematik hatte. Und tschüss.